Vom 14. bis zum 25. September hatte eine limitierende Anzahl an Spielern die Möglichkeit, nicht nur Pioneers of Pagonia auf Herz und Nieren zu testen, sondern vor allem ihr Feedback an das Dev-Team zu übermitteln. Ich habe mich für euch durch die Kommentare gewühlt, viel Positives gefunden, aber auch viele Ängste und Befürchtungen gelesen, die ich für euch in diesem Video zusammengefasst habe. Kurz vorab zur Transparenz: Die Presse sowie Content Creator wie ich waren vom Alpha-Test ausgeschlossen, dürfen dafür aber in Kürze an einer erweiterten Demo Hand anlegen, wie bereits berichtet. Von mir werdet ihr daher kommende Woche ein weiteres Preview-Video zum Hoffnungsträger bekommen, sowie obendrauf ein ausführliches Gameplay-Video, in dem ich euch meine eigenen Eindrücke schildere. Also gerne Abo dalassen, damit euch YouTube dann auch rechtzeitig über den neuen Content informiert. Darum soll es aber heute noch nicht gehen, sondern um das reine Feedback anhand der Closed Alpha, welches zum Beispiel im Pioneers of Pagonia Forum sowie im Discord-Server der Zocker Lounge niedergeschrieben wurde. Mir ging es natürlich primär darum herauszufinden, ob dieses Spiel endlich was für die Siedlerspieler ist, beziehungsweise welche Spielertypen hier genau abgeholt werden und welche vermutlich in die Röhre schauen müssen. Die Closed Alpha bestand offensichtlich aus 3 vorgebauten Karten, die sich spielerisch aber nur geringfügig voneinander unterschieden und jeweils mit den gleichen Zielen daherkamen, nämlich gewisse Dinge zu produzieren und Gebäude zu bauen. Apropos Bauen, hier lag wohl der allgemeine Fokus. Gegner, Quests, Handel oder generell Kampf war im Alpha-Bild noch nicht enthalten. Genau hier setzt dann auch die allermeiste Kritik an. Zielloses Bauen mit zudem einer überwältigenden Menge an Startressourcen vermittelten einen Schwierigkeitsgrad, der gegen 0 tendierte, was sicher so gewollt war, aber zum einen die Frage nach der Langzeitmotivation aufwarf und zum anderen Befürchtungen schürte, dass sich jede Partie irgendwo gleich anfühlen könnte. Positiv konnte ich dagegen immer wieder die stimmige Grafik herauslesen, die, ganz wichtig, durchaus vorhandene wuselige Atmosphäre und ein Gameplay, in dem sich Siedlerspieler der alten Schule ohne vorherige Kenntnis direkt zurechtgefunden haben. Stichwort: 2 Holzfäller, Förster, Sägewerk und 1-2 Steinmetze zum Start. Genauso muss das sein. Das Wegebauen, welche sich zudem danach noch nicht wieder abreißen ließen, wurde als teils fummelig beschrieben. Diverse Staus, die die Pagonier dann darauf produziert haben, schienen zudem nicht immer nachvollziehbar zu sein. Was zunächst befürchtet wurde, nämlich dass man von einem Overkill an Ressourcen erschlagen wird, hat sich nicht herausgestellt. Ganz im Gegenteil, scheinen damit die wenigsten ein Problem gehabt zu haben. Gelobt wird auch oft die sinnvolle Erweiterung der Produktionsketten. Keine Spur also von Füllerprodukten, nur um die schiere Anzahl an Waren für Marketingzwecke nach oben zu schrauben. Der präsentierte Aufbaupart scheint also dem eines klassischen Die Siedler-Spieles, zur Freude vieler Tester, sehr ähnlich zu sein und sollte bis hierhin die allermeisten Spieler abholen können, wenn diese kein Problem mit dem eigentlich schon hinter uns gelassenen Wegebau haben. Man orientiert sich aber eben eher grob an einem Die Siedler 1 als an einem Die Siedler 3, was man immer im Hinterkopf behalten sollte. Etwas Siedler-untypisch schien neben vereinzelten technischen Problemen das Ausbleiben größerer Bugs, wodurch sich der Flow schon sehr rund anfühlte. Die spannende Frage, die viele Tester bewegte, war aber, inwieweit sich das Gameplay mit knappen Ressourcen verschärft, wie sich Gegner generell auswirken und ob vielleicht der Handel mit anderen Völkern ein motivierendes Element sein könnte. Gesehen hat man nämlich davon noch nichts. Potenzial scheint aber schon mal jede Menge vorhanden zu sein. Vielleicht können wir die ein oder andere Frage dazu bereits kommenden Montag klären, an dem ich bereits ab 13:30 Uhr für euch auf Twitch alles zum Demostart und generell zum Spiel livestreamen werde. Also fühlt euch herzlich eingeladen. Damit ist es also angerichtet. Am 2.10.2023 können sich endlich alle ihr eigenes Bild vom Hoffnungsträger der Siedler-like-Spiele machen. Da wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal ganz viel Spaß damit.